Wisst ihr eigentlich, welche Kompetenzen bei jedem Job gefragt sind? Martin und ich haben uns das mal angeschaut in Millionen von Stellenanzeigen, die jetzt auf dem jobmonitor.de online gegangen sind und wollen euch das mal ein bisschen zeigen. Unsere Studie hat nämlich vor allem den Fokus auf Soft Skills gelegt. Und wenn wir auf jobmonitor.de auf den grünen Button klicken, dann kriegen wir ganz spannende Erkenntnisse. Zum Beispiel können wir uns anschauen, was sind die Top 10 Skills in Deutschland? Was braucht man gerade? Und da sehen wir, Einsatzbereitschaft wird in jeder zweiten Stelle gefragt, Teamfähigkeit in jeder dritten Stelle und Selbstständigkeit braucht man in jeder vierten Stelle. Auch Deutschkenntnis und Verlässlichkeit sind total wichtig. Und das ergibt auch Sinn, weil Verlässlichkeit und Einsatzbereitschaft sind starke Vorhersagefaktoren für beruflichen Erfolg. Arbeitgeberinnen suchen da also nach den richtigen Dingen. Wir leben ja aktuell in einer Zeit mit ganz vielen Krisen, mit der Corona-Krise, mit der Klimakrise, mit der Energiekrise ganz aktuell. Und da stellt sich natürlich die Frage, haben diese Krisen auch Auswirkungen auf die Soft Skills, die wir hier untersucht haben? Und dazu haben wir uns ja auch einige Gedanken gemacht. Ja, wir können uns mit dem Jobmonitor auch wunderbar angucken, wie sich das im Zeitverlauf verändert. Und da sehen wir bei manchen Kompetenzen keine große Bewegung, zum Beispiel hier bei Teamfähigkeit. Wenn wir uns jetzt aber mal Frustrationstoleranz anschauen, etwas, was vielleicht ja damit zusammenhängen könnte, dass wir immer mehr Stress haben, immer mehr Krisen haben, dann ist es in der Tat so, das war mal weniger als jede 100. Stelle und jetzt hat sich das fast verdoppelt im Zeitverlauf. Plus 70% ist die Nachfrage gestiegen zwischen 2018 und 2021. Und das Gleiche gilt für eine positive Grundeinstellung, aber auch für das Einfühlungsvermögen in die Stimmungslage anderer. Das heißt, wir sehen Effekte dieser Krisen. Neben diesen zeitlichen Verläufen, die du uns ja gerade vorgestellt hast, Martin, haben wir in unserer Studie auch ganz deutlich gesehen, dass es bei manchen Skills auch regionale Unterschiede gibt, wie zum Beispiel zwischen Ost und West. Genau, und das können wir uns wieder auch im Jobmonitor anschauen. Da gehen wir nämlich einfach nochmal hier auf die Soft Skills und wählen hier oben eine Kompetenz aus, Verlässlichkeit. Ihr wisst noch, das ist die Top 5 Kompetenz, also eine sehr, sehr wichtige Kompetenz. Und da sehen wir, dass die Verteilung sehr ungleich über das Bundesgebiet ist. Im Osten sind die Felder, die Kreise viel dunkler als im Westen. Und das ist ein Hinweis darauf, dass hier viel stärker Verlässlichkeit nachgefragt wird. Das kann zum Beispiel an Werteunterschieden liegen. Man weiß, dass im Osten das Vertrauen den Mitmenschen gegenüber nicht ganz so stark ausgeprägt ist wie im Westen, auch wenn das in den letzten Jahren immer weiter zusammengewachsen ist. Aber genau das sieht man hier bei der Nachfrage nach Verlässlichkeit in den Online-Stellenanzeigen. Und der Jobmonitor zeigt noch viel mehr. Wollt ihr wissen, welche Kompetenzen und Berufe bei euch in der Region nachgefragt sind, dann schaut doch mal auf jobmonitor.de vorbei.